Eins kann ich jetzt schon mal sagen, seid vorsichtig, wenn ihr rangiert. Diese 427 Kilogramm sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mir so auf den Sack gerade, ich kann es nicht beschreiben. Was für eine... Sie ist die schwerste Maschine, die ich je gefahren bin. Beim Rangieren auf enger Stelle, ja, da wurde mir schon etwas mulmig, ja, dass das Stahlrost nicht umkippt. Die R18 Transcontinental ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Bike. Eins, das magische Blicke auf sich zieht, aber auch ganz klar polarisiert. Ist sie ein fahrendes Wohnzimmer, die beste Reisemaschine der Welt oder einfach nur ein Riesenspaßmobil? Diesen und anderen Fragen gehe ich in diesem Fahrbericht auf den Grund. Unfassbar, oder? 427 Kilogramm, das ist ein Wohnzimmer. Der Tropfentank, mega Doppelschleifrahmen und dann ganz klar die Zylinder. 110 Kilogramm wiegt der Motor mit Getriebe. Bei hinten hier die Koffergeschichte, dann die Verarbeitung, alles aus Chrom. Edelstes Leber hier, Option 719. Das Cockpit, ja, so eine Mischung aus modern und ja, retro. Ich liebe das immer hier bei BMW, Berlin-Bild. Alles natürlich in LED-Technik hier. Die Radargeschichte, die extra Scheinwerfer noch. Das ist wirklich ein imposantes Motorrad. Da kann man überhaupt gar nichts sagen. Ich bin so gespannt, wie das jetzt gleich ist beim Fahren. Natürlich ist das keine Kurvenräuberin. Beim Rangieren habe ich auch schon gedacht, uiuiuiui, jetzt musst du aber aufpassen, dass das Ding nicht umkippt. Aber klar, dieses Gewicht, wie fährt sich das? Finden wir gleich raus. In einer ganz besonderen Lackierung, ist jetzt nicht meins, so ein bisschen blau-violett changierend, aber passt. Auf jeden Fall total stimmig. Hier schaut mal, auch so ein Detail. Offener Kardan. Wo gibt's denn sowas? Dieser Motor, eine ganze Mass Bier vom Volumen. Ihr merkt, das ist so ein Motorrad, wo mir zumindest so beim ersten Blick der Atem wegbleibt. Marshall Stufe 2 Boxen. 1, 2, 3, 4 und vorne auch noch mal 2 Dinger. Verrückt! Hören wir doch mal, wie dieses Monster klingt. Ihr wisst es ja, zumindest diejenigen von euch, die öfter einschalten, ich bin absoluter Boxer-Fan. Und die blubbert auch richtig schön vom Auspuff. Hier, das Blubbern. Perfekter Boxer-Sound. Perfekt. Angetrieben wird die R18 Transcontinental natürlich von einem Boxermotor. BMW nennt ihn Big Boxer. 2 fette Zylinder mit einem Hubraum von 1802 Kubikzentimetern liefern 91 PS, die bei rund 4750 Umdrehungen anliegen. Das maximale Drehmoment liegt bei fetten 158 Newtonmetern. Angetrieben wird das Hubraummonster durch einen Kardanantrieb. Klar, bei BMW, hier aber sogar offen. Fahrfertig wird das Gewicht mit, aufgepasst, 427 Kilogramm angegeben. In den Tank passen 24 Liter. Die Standard R18 hat übrigens einen 18 Liter Tank. Zum Fahrwerk. Vorn gibt es ganz simpel eine Teleskopgabel, hinten eine Stahl-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, welches einstellbar ist.
Bei der Bremsanlage werket vorn ein Vierkolben-Festsattel mit einer Doppelscheibe mit 300 mm Durchmesser. Hinten haben sich die Bayern auch für einen Vierkolben-Festsattel entschieden, hier mit einer Einscheibenbremse auch mit 300 mm Durchmesser. Das Ganze wird durch das BMW Integral ABS unterstützt. Der Einstiegspreis für die R18 Transcontinental liegt bei 28.840 €. Ich habe Platz genommen. Erstmal ist es so, dass hier so vom Gewicht her, alter Schwede, das ist schon, da muss man aufpassen, leichtes Schuhwerk ist da nicht angesagt. Die Sitzposition, ja, perfekt, aufrecht, gerade sitzend, da biegt man sich nicht den Rücken. Das ist super, super, super bequem. 740 mm, wenn ich jetzt mal hier das Bein rauf mache, Kniewinkel ist mehr als perfekt. Dann hier vorne dieses 10,25 Zoll TFT-Display. Oben analoge Instrumente. Links haben wir die Benzinanzeige, Geschwindigkeit, Drehzahlmesser und rechts so eine Art Power Reserve. Da seht ihr, wenn ihr Gas gibt, wie viel Power ihr noch zur Verfügung habt. Dann hier die Marshall-Lautsprecher rechts und links. Insgesamt gibt es 6 Lautsprecher und das ganze System hat 180 Watt. Es gibt einen automatischen Belastungsausgleich, der das Fahrwerk an die Belastung der Maschine anpasst. Dann haben wir 3 Fahrmodi, wie bei der normalen R18 auch. Das heißt, hier bei Mode könnt ihr das einschalten. Roll, Rock und Rain. Wir gehen mal in den Rock-Modus. Dann gibt es einen radargestützten Tempomaten. BMW nennt das ACC, Active Cruise Control. Tolle Sache, schauen wir uns nachher mal auf der Autobahn an. Das Windschild ist nicht verstellbar, aber mir haben alle bei Rilla und Schnauk gesagt, ja, das brauchst du auch nicht, weil das ist so perfekt. Man muss da nichts einstellen. Hier vorne kann man einstellen, für den Sommer gibt es hier noch solche, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, solche Flaps, die man rausmachen kann für die Aerodynamik. So, und dann dieser unfassbare Blick auf den Boxer und hier die Stößelstangen. Super sieht es aus. Also man fühlt sich hier wie im Wohnzimmer zu Hause. Dann gucken wir mal ins Menü. Das ist eigentlich, wer sich bei BMW ein bisschen auskennt, sowieso intuitiv und ansonsten aber auch ganz einfach. Hier schaltet man auf Menü, oben bzw. oben kann ich dann hier einstellen die Reichweite, mein Tank, Tempomat, verschiedene Trip-Einstellungen. Das geht damit. Unten komme ich ins Menü und dann kann man hier mit dem Drehrad rechts oder nach links gehen und sieht die einzelnen Punkte hier. In den Einstellungen gibt es unheimlich viel. Einmal die Griffheizung, da gibt es eine zweistufige Sitzheizung. Was ich aber nicht gefunden habe, ist, wo ich die Griffheizung einstelle. Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren mal sagen, weil normalerweise ist das bei BMW hier. Fehlt hier aber. Nur übers Menü einzustellen, kann ich mir nicht vorstellen, ist wirklich, also das wäre nicht gut durchdacht. Fahrzeugeinstellungen, Licht. Also hier können wir wieder rausgehen, da ist irre viel zu machen. Da muss man dann auch letztendlich die Bedienungsanleitung ein bisschen lesen. Ihr könnt euer Telefon verbinden, Media Player. Ihr habt eine Navigation, auch mit Karte, wenn euer Handy verbunden ist mit der R18 über WLAN. Ihr habt Radio und hier bei meinem Fahrzeug könnt ihr euch eben verschiedene Sachen einstellen, auch während der Fahrt. Hier das Reifenkontrolldrucksystem, die Restreichweite, Spannung der Batterie. Dann geht es eins weiter nach rechts, den Bordcomputer, einen Reisebordcomputer, hier nochmal den Reifenfülldruck und Servicebedarf und so weiter und so fort. Nochmal ganz kurz die Bedienelemente. Auf der rechten Seite habt ihr hier eine Zentralverriegelung, auch eine tolle Geschichte, nämlich für eure Koffer. Hier den Ein- und Ausschalter, Notaus und SOS, um telefonisch mit einer Notfallzentrale verbunden zu werden. Auf der linken Seite habt ihr oben wie bei BMW typisch den Tempomaten. Hier die Einstellung für den adaptiven Tempomaten. Übersichtlich, bequem. Ach ja, hier noch. Hier wird getankt und hier unten kommt das Handy rein. Dann wollen wir doch mal eine Runde fahren. Eins kann ich jetzt schon mal sagen. Seid vorsichtig, wenn ihr rangiert. Diese 427 Kilogramm sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Festes Schuhwerk unbedingt anziehen, macht da ja sowieso beim Motorradfahren.
Aber ich sag mal, vorhin war das so ein sandiger Boden. Das kann dann schon schnell ganz schwierig werden. Weil wenn ihr einen bestimmten Neigungswinkel erreicht habt, dann könnt ihr die nicht mehr halten. Ach, herrlich. Was für ein Sound. Ist jetzt hier verbunden mit meinem Handy, mit der Kartenansicht. Und sie blubbert. Habt ihr das gerade gehört? So. Hier kommt man natürlich nicht im Traum rum. Wendekreis wie ein LKW. Und dann hier. Also für ganz Zarte ist das nichts. Eindeutig nicht. Wenn sie dann aber mal fährt, dann rollt sie wie auf Schienen. Wie fühle ich mich jetzt hier? Fantastisch. Ich würde sagen, wie in Abrahams Schoß. Ich sitze aufrecht, die Knie sind schön auf den Fußbrettern drauf. Das ist wirklich sensationell bequem. Eine lange Reise jetzt mit der R18 Transcontinental. Gerne bin ich dabei. Ich bin gestern mal mit meinem Sohn gefahren. Er hinten als Sozius drauf. Der ist 18, der Junior. Und er sagte, Papi, also ganz ehrlich, noch nie mit dir mitgefahren mit einem so bequemen Motorrad. Er saß da hinten, ja, wie Graf Koks. Also er hat ein bisschen erhöht. Musik hatten wir an. Riesenspaß. Und er sagt, ja, damit fahre ich auf jeden Fall mit dir. Auch mal eine weitere Strecke. Das ist ja so bequem, so gemütlich. Man muss sie nur leicht drücken. Und dann geht sie ihres Weges. Ein bisschen ungewohnt am Anfang ist noch hier unten die Schaltwippe. Mit dem Vorderfuß wird runtergeschaltet und hinten schaltet man hoch. Hat man aber nach 10 Minuten gut raus. Für wen ist jetzt so ein Motorrad? Immerhin fast 30.000 Euro. Eine Kurvenräuberin ist es nicht. So viel kann man schon mal sagen. Und ich bekomme hin und wieder mal Kommentare von lieben Zuschauern, die sagen, Mensch, toller Fahrbericht, aber warum denn so wenig Kurven? Ja, hier sind halt nicht so viele Kurven in Brandenburg. Ich würde auch lieber meine Fahrberichte im Harz machen oder im Voralpenland, gar keine Frage. Hier bei der R18 Transcontinental kriege ich jetzt sicherlich von euch diese Kommentare nicht, denn geradeaus fahren würde völlig reichen. Route 66, hunderte Kilometer, ist das ein Wendekreis, alter Schwede. Und sobald sie keine Rotation hat, merkt man die 427 Kilogramm. Aber Einsatzgebiet ganz klar. Die lange große Tour, die Abenteuerreise, da fühlt sich die Transcontinental 100% wohl. Und ich muss sagen, jetzt hier so nach den ersten paar Metern, ich fühle mich auch wohl. Minimal drücken und sie folgt wie auf Schienen. Habt ihr das Blubbern gerade gehört? Super. Und da kommt auch ein bisschen was. Die Bremse. Das machen wir ja gleich nochmal in unserem obligatorischen Bremstest. Da kann ich jetzt schon mal sagen, da braucht ihr auch deutlich mehr Kraft. Ja, die beiden Fahrmodi. Ich gehe jetzt mal in den Roll-Modus. Ich sag mal die beiden Fahrmodi, weil es Roll und Rock gibt. Rock und Roll. Und Rain lasse ich jetzt mal außen vor. Roll ist alles ein bisschen geschillter, lässiger. Die Vibrationen sind ein bisschen weniger. Es ist nicht ganz so laut. Und bei Rock kriegt ihr deutlich mehr Boxer-Sound und ruppiges, raues Feeling.
Schauen wir doch mal, wie sie so vom Antritt ist. Gut, reicht aus. Reicht auf jeden Fall aus, um schnell nach vorne zu kommen. Oh, die war jetzt schwer zu sehen, die Ampel. Da wäre ich fast drüber gebrettert. Ah, hier, so war es jetzt hier. Kleine Schräglage beim Bremsen. Ups. Muss man mit viel Kraft ausgleichen. Aber das geht wahrscheinlich nur demjenigen so, der das Ding das erste Mal fährt. Und mit solch schweren Kalibern noch gar keine Erfahrung hat. Das ist super, wirklich. Das Windschild jetzt bei 95 km/h hält fast alles ab. Leider nicht verstellbar, aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Infernalisches Dröhnen im Drehzahlbereich 3,5. Infernalisch. Ich würde sagen, das ist eine S-Klasse. Eine S-Klasse auf 2 Rädern. So, jetzt ist hier die Kartennavigation über die BMW Connected App angeschlossen. Und ich könnte jetzt, wenn ich einen entsprechenden Helm hätte, auch die Anweisungen über Bluetooth auf dem Kopfhörer bekommen. Machen wir mal unseren Bremsentest aus 100. Nein, hier ist eine Kurve. So, kommen wir mal zum Bremsentest aus 100. 103, 104 und los geht's. Ja. Waff. 1-2 Mal geschlittert ist Quatsch, aber 1-2 Mal habe ich gemerkt, dass das ABS super geregelt hat. Aber man hat halt immer noch dieses Gewicht. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und insofern Kraft ist angesagt. In der Hand und im Fuß. Da muss man ordentlich reinpacken ins Bremspedal. Also im Vergleich zu den meisten anderen Motorrädern deutlich kräftiger. Deutlich kräftiger. Ist das herrlich. Der erste Tag, dass ich für Drive for Fun mal wieder einen Fahrbericht machen darf. Und dann so ein wundervolles Wetter. Und es sind auch ganz viele Biker schon draußen, klar, und nutzen das. Und ich darf das auch. Herrlich. Ich kann das schon verstehen. Wenn man auf diese Art von Motorrädern steht, was der Reiz ist. Ich bin ein Verkehrshindernis. Ich werde überholt und überholt und überholt. Ja, Freunde, weil ich das hier genießen kann. Ich teste jetzt mal den adaptiven Tempomaten. Also einmal einschalten, dann Set. Und hier habt ihr die Taste für das Adaptive. Je nachdem, wie lange man darauf drückt. Warte mal, ich muss mich einmal konzentrieren. Ein Abbieger. Könnt ihr hier den Abstand zum Vordermann einstellen. In 3 Stufen. So, er bremst jetzt ab. Ich mache nichts. Er bremst jetzt ab und hält jetzt das Tempo. Und zwar wie auf eine Schnur aufgezogen. Vorne wird gebremst, vorne wird langsamer und die BMW reduziert die Leistung. Das grüne Symbol hier zeigt, dass das Adaptive eingeschaltet ist. Diese Einstellung jetzt wäre mir ein bisschen zu nah. Ich mache mal nichts. Er bremst, 50 Ortseingang und die BMW bremst auch. Das ist super.
schön in den Kurven. Einmal reinlegen, leicht drücken. Was sagt ihr zu BMW R18 Transcontinental? Ist euch das zu viel Schnickschnack, zu viel Spielereien oder einfach zu viel des Guten, oder sagt ihr, genau das ist das Bike, perfektes Motorrad? Das würde mich interessieren, gern mal in die Kommentare. Ein Wort noch zur Schaltung. Nun mal hier ein bisschen anders mit der Wippe, gewöhnt man sich aber wirklich richtig schnell dran. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, der Kupplungsautomat sehr, sehr gut. Die Gänge butterweich zu treffen, sehr leicht zu schalten. Genau so muss eine gute, gut abgestimmte manuelle Schaltung sein. Ich glaube, bei so einem Motorrad muss man es gar nicht unbedingt sagen, aber die Verarbeitung ist halt BMW-typisch exzellent. Spaltmaße, Lackqualität, die haptische Anmutung, das kenne ich so eigentlich in der Art nur vom Triumph. Die sind da auch ganz weit vorne, aber das muss ich wirklich sagen, tolle Verarbeitung, herausragende Qualität. So, wir sind jetzt hier, wo ich euch schon ganz oft mitgenommen habe, die Berliner Spinnerbrücke. Und natürlich an einem der letzten Märzsonntage bei dem Wetter ist hier die Hölle los. Das wollte ich euch aber noch mal zeigen. Herrlich. Motorräder über Motorräder. Immer eine gute Laune, muss man sagen. Gute Stimmung hier bei den Leuten. Ein Schiff, ein riesiger Koloss, ein Stahlmonument. So oder ähnlich könnte man die R18 Transcontinental auf den ersten Blick bezeichnen. Aber in ihr steckt viel mehr als nur Größe und pures Gewicht. Das Konzept der Bayern ist einzigartig. Zum einen klassisch, zum anderen top modern. BMW hat die Basis gelegt für steigende Marktanteile im Cruiser-Segment. Für mich persönlich wäre dieses Bike keine Alternative. Ich stehe halt mehr auf Naked-Bikes oder Reise-Enduros. Dennoch, die R18 hinterlässt bei mir einen bleibenden Eindruck und der ist durchweg positiv.